Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Herzlich willkommen zurück bei Time Out Racing. Wir sind in Barcelona. Heute ist Donnerstag. Unser Slot für die Abgabe ist morgen Freitag. Aber ich habe gedacht, wir haben gedacht, wir gehen trotzdem mal dahin, wo nachher die Abgabe ist. Und das Fieber hat mich schon gepackt. Das ist unglaublich. Die Fahrzeuge, die da hier stehen, ein Riesenplatz im Vergleich zu Marseille ist das hier viel besser gelöst. Jeder hat genügend Platz, genügend Zeit, um abzuladen. Und ich habe von Freunden auch schon gehört, dass die Abnahme sehr professionell abgeht und sehr schnell, nur 15 Minuten pro Auto. Und ja, seid gespannt, wie das für uns morgen sein wird. Wir haben noch ein Problem am LKW, der verliert Luft. Wir gehen jetzt später noch zum LKW hin, das ist etwa eine Stunde Fahrt, wo wir einen Parkplatz haben und versuchen das zu richten. Da nehmen wir euch natürlich auch mit. Und ja, viel Spaß bei diesem Video von Barcelona. Vielleicht wird es 1, vielleicht wird es 2, weil es so viel zu sehen gibt. Seid gespannt. Hier mal ein paar Einblicke von Bagira. Die haben 2, 3 Lastwagen. Von der Dimension her einfach unglaublich, wie das aussieht. Und die haben natürlich dann auch verschiedene Servicefahrzeuge dabei. Es gibt unterschiedliche Preisklassen, also es ist nicht dasselbe, ob man einen Camper mitnimmt, einen Sprinter, so wie da, also der hat einen Preis und der ist günstiger als zum Beispiel ein Wohnmobil. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das Wohnmobil ist sehr teuer. Und so hier hat jedes Team mehr als ausreichend Platz, um sich da vorzubereiten, auf ihren Slot zu warten für die Abnahme. Und dann gibt es natürlich, die Wohnmobile hier, dann gibt es auch noch die sind dann vermutlich ein bisschen komfortabler. Es ist beeindruckend. Ich weiß jeweils nicht, ob ich mehr beeindruckt bin von den Rennfahrzeugen oder von den Servicefahrzeugen. Was interessiert euch mehr? Schreibt es mal in die Kommentare, dann kann ich die Videos entsprechend auch so ausrichten. Aber es ist einfach heftig, heftig, heftig. Was man auch öfter sieht, sind diese Absetzcontainer. Ich habe das auch schon erwähnt, ich finde das eigentlich sehr intelligent gelöst, weil dann muss man nicht immer hochsteigen und der Platz ist ja derselbe. Ofen, ja, die wissen, es wird kalt. Die haben auch Cola dabei, wir auch, etwas mehr als 100 Dosen, weil in Saudi-Arabien gibt es kaum Cola, sondern nur Pepsi. Und irgendwie schmeckt mir das nicht oder uns nicht. Ich denke, hier war das Auto drin. Das ist jetzt an der technischen Abnahme. Da der Greifarm zum Absetzen des Containers.
Der ist schon durch, der hat schon die neuen Aufkleber. 24. Und das Gelb, das leuchtet ja richtig stark jetzt. Und nach 3-4 Monaten ist es total ausgegilbt von der Sonne in Saudi-Arabien. Ein wunderschöner Toyota, cooles Design, finde ich. Ja. Würde ich jetzt also auch noch fahren, wenn es sein muss. Nee, ein Traum, ein Traum. Hat auch eine coole Nummer. Dakar 2. Aber die Kosten für so ein Fahrzeug ist einfach ein anderes Level. Ein anderes Level. Temperatur unglaublich angenehm. Also wir haben jetzt 21 Grad. Ich könnte eigentlich den Pullover ausziehen. Es wäre genügend warm. Und das Ende November, Anfangs Dezember kann man in Barcelona haben. Genial. Ein paar Side-by-Sides. Can-Am. Vermutlich South Racing. Seitenscheiben. Der sieht ganz neu aus. Alles in einem Top-Zustand. Schon bemerkenswert, welche Vorbereitungen das hier getätigt werden. Da wir da eine Akkreditierung haben, gehen wir jetzt mal schauen, ob wir auch heute da reinkommen. Dann wissen wir, was uns morgen erwartet. Mal schauen. Also ist wie alles bei der Dakar, ist alles weitläufig. Sind ja die Camps in Saudi-Arabien waren so und sind vermutlich auch so. Daher haben wir ein kleines Motorrad dabei. Und auch jetzt. Also man geht da immer ein bisschen zu Fuß, aber das ist gut. Aber ich sehe schon, da vorne geht es rein, dann wird es spannend. Also da rechts, kann man vermutlich nicht erkennen, ist die technische Abnahme. Da fahren wir morgen auch rein. Und hier administrative Checks. Alles entspannt. Ich bin jetzt hier einfach mal durchgelaufen, aber irgendwann war dann Schluss. Aber beim Zurückgehen sieht man, da hat es verschiedene Stationen. Bei jeder Station hier ist der Zoll. Werden gewisse Sachen gecheckt. Visa und so weiter. Versicherungen können noch abgeschlossen werden. Aber wie gesagt, alles sehr entspannt. In Saudi-Arabien letztes Mal war das viel gedrängter, aber es war auch weniger Zeit. Mein Ziel war es, hier irgendwie zur technischen Abnahme zu kommen, aber das hat nicht geklappt. Am Schluss war da ein Final Check und da kommt man nur durch, wenn man auf seiner Karte alles hat. Und ich habe ja noch nicht mal die Karte. Von daher müssen wir morgen schauen. Aber ich sag mal, wir tun jetzt einfach so, als wenn wir hier dazugehören und schauen mal, wie weit wir kommen. Das hat gut geklappt. Also hier verschiedene Straßen oder Linien, Assistant Trucks für die Abnahme, Assistant Cars.
da geht es dann ans Eingemachte. Schweizer. Also auch Classic-Autos geben heute ab. Ein Teil davon, wunderschöner Porsche, ein Traum. Und nicht einer, nein, zwei. Also hier sehen wir, die Kleber kommen hier drauf bei dieser Station. Nochmal zwei Porsches, würde ich sagen. Ich hoffe, ich bin hier nicht falsch. Aber von der Mama. Doch. Gehen wir da mal bei den LKWs schauen. Ja, mächtig. Das Fahrzeug, das ist meine Annahme, ist ja mit Toyota Gazoo Racing angeschrieben, aber der fährt mit in der Wertung und ist eigentlich für Fast Assistant Support zuständig, also der fährt für Toyota in der LKW-Wertung mit, damit er bei Problemen an diesen Toyotas helfen kann. Die haben Ersatzteile dabei, Mechaniker und so weiter, weil nur Teilnehmer dürfen anderen Teilnehmern helfen. Also die Kosten sind sicher immens, einfach so einen LKW zu bauen, zu betreiben, anzumelden, ein Team zu haben, nur für die Reparatur unterwegs. Das ist das Fahrzeug, das wir sonst fahren. Also nicht dasselbe Auto, aber dasselbe Modell. Also wir sind jetzt da bei den LKWs und das eine Rad hatten wir da Respekt, dass es Luft verliert, aber das sieht gut aus. Was meinst du, Christian? Ist gut mit der Luft, oder? Ja, schaut gut aus. Schaut gut aus. Ja. Aber es ist mir 100-mal lieber so, dann wissen wir zumindest, dass es morgen normalerweise funktionieren sollte. Sehr gut.
Was war da drin? 6? Ja, aber wir haben gestern, nachdem wir das Ventil gesperrt haben, nicht mehr aufgefüllt. Also können wir jetzt nicht sagen, ob wir wirklich verloren haben oder nicht. Hier ist ziemlich viel Chaos. Der Platz optimal genutzt. Nimmst du jetzt die Wäsche schon rüber? Nee, oder? Nee, ich suche die Gurtschneider. Ah. Und der Anhänger, der darf jetzt hier 2 Monate stehen. Das ist natürlich optimal, weil es gleich neben der Autobahn und nicht weit von Barcelona. Und wir sind sehr froh, dass wir diese Möglichkeit da bekommen haben von Epsilon-Team. Vielen Dank. Unsere Befürchtung, dass die Luft rausgeht, hat sich nicht bewahrheitet, was wir sehr froh sind, sonst hätten wir die Räder nochmals wechseln müssen, aber lieber heute bei diesem schönen Wetter als morgen, weil morgen soll es regnen. Für uns ist jetzt fertig für heute, wir können noch Barcelona genießen und wir sagen, wir sehen uns morgen wieder.